Viele Leute zocken FIFA und deswegen laufen UV-Listen aktuell so gut. In diesem Video gibt es die besten Karten von 50k bis 250k für schnelle Verkäufe. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. Ich hoffe, du hattest schöne Weihnachten und in diesem Video bauen wir jetzt UV-Listen. So ab 40, 50k geht's los und dann auch bis hoch zu einem Budget von 250k, denn wir haben 3 Gruppen und je nachdem wie viel Budget du hast, kaufst du mehr von der einen oder der anderen Gruppe, um auf deine Liste zu kommen. Und wir wollen natürlich schnelle Verkäufe und deswegen nehmen wir Karten wie die aus der ersten Gruppe, die aktuell sehr, sehr gefragt sind, zum Beispiel den Icon-Tausch. Da kann man kombinieren Silber- und Ehredevise, sodass man nicht 12 Siege, sondern nur 6 Siege braucht, wenn man 11 Silberkarten aus der Ehredevise nimmt. Und gleichzeitig kann man da noch nebenbei die Ehredevise Meilensteinziele erfüllen. Und das ist natürlich dann besonders gut, dass wir halt hier so viele Sachen gleichzeitig machen. Diese Karten sind gefragt und hier habe ich gleich 11 Karten, die du einfach nachkaufen kannst. Und vorher gehen wir jetzt einmal gemeinsam die Methode durch. Unsere erste Karte ist Mauro Junior und übrigens kannst du hier auch wirklich mit einer Karte fast 1k Gewinn machen oder so mit so Silberspielern. Und der erste Schritt ist immer, dass wir gucken, für wie viel geht der gerade weg. Also wir wissen so, für ungefähr 2k können wir ihn sofort verkaufen. Und jetzt haben wir 2 Methoden oder 2 Möglichkeiten beim Einkauf. Option Nummer 1 ist, du gehst auf Snipes und Gebote und kaufst dir diese Karten so günstig ein, dass du sie direkt mit Profit verkaufen kannst. Wir haben gerade gesehen, 1,9 geht ja sofort weg. Ich habe ihn hier für 1,1 erboten. Da muss man einfach mal, ja, ich sag mal, 3-4 Minuten spendieren. Dann laufen immer wieder Karten aus, die man so günstig erbieten kann. Und wir haben auch noch eine zweite Methode. Und zwar kannst du auch sehr, sehr schnelle Verkäufe erzielen, wenn du Karten direkt mit Positionswechsel und oder Chemistry Style kaufst. Gerade bei diesen Silberkarten, da gibt es nicht so viele Karten mit Chemistry Style. Und hier kannst du ungefähr so viel bezahlen wie ohne Chemistry Style, ohne Positionswechsel. Noch besser ist es, wenn du hier natürlich auch wieder ein bisschen was sparst. Und dann kannst du die Karte einfach teurer draufstellen, weil sie beliebter ist durch diesen Chemistry Style. Und so hast du dann diese 2 Methoden. Am besten kombinierst du die, dass du nur Karten mit Positionswechsel oder Chemistry Style kaufst. Und zwar günstig über Gebote. Ich gucke gerade mal durch. Hier ist zum Beispiel ein ZM. Der wird natürlich niemals für 9,7 weggehen. Das macht keinen Sinn, so teuer einzustellen. Sondern ich würde immer gucken, dass ich so 10% mehr reinstelle. Also wenn die Karte, sag ich mal, für 2.000 weggeht, dann würde ich versuchen, für 1,5 zu erbieten, für 2,2 draufzustellen. Und mit Positionswechsel kannst du bei diesen günstigen Karten so ungefähr 1k oben drauf packen. Weitere Karten der ersten Gruppe der günstigen Karten, bei denen wirklich jeder mitmachen kann. Und guck, dass du hier immer so 1 bis 2 Karten pro Spieler mitnimmst. Ich denke mal, wenn du darauf luckst, günstig einzukaufen, wenn du darauf luckst, auf Chemistry Style Positionswechsel zu achten, dann wirst du sowieso nicht 100 Mal ein Openda oder so günstig bekommen. Das heißt so 1 bis 2 Karten und dann gucken wir gleich noch in die anderen Gruppen. Und das sind natürlich alles hier diese Karten wie jetzt muss ich auf meine Liste gucken. Ey, bin ich blind geworden? Onastahl, Openda, Romero wegen der 5 Sterne Weakfoot. Ansonsten natürlich vor allen Dingen die schnellen Spieler, die hier alles 3 erfüllen. Silber Icon Swaps, Ehredevise Icon Swaps und Ehredevise Meilenstein. Und diese ganzen Spieler kannst du easy nachkaufen. Wir haben noch 2 Gruppen für die UV-Liste, jetzt für mehr Budget und natürlich auch nochmal bist du herzlich willkommen auf meinem Patreon Discord, werde Mitglied der Trading Gang, da gibt es nochmal Trading Tipps on top zu YouTube, sowohl für Low Budget, wie du hier siehst, aber natürlich auch für alle, die ein bisschen mehr Coins haben, loslegen wollen mit Flipping und solchen Trading Methoden, damit du Richtung Team of the Year ordentlich Coins aufbaust, um da dein Team nochmal heftig zu verbessern. Erster Link in der Videobeschreibung, werd Mitglied in der Trading Gang und hol dir die besten Investments und Tradings on top zusätzlich zu YouTube. Zweiter Teil der UV-Liste und das sind SBC-Karten. Natürlich Icon SBC, ganz klar, aber auch viele andere SBCs, die gerade laufen, helfen uns, dass wir diese SBC-Karten UV verkaufen können. Zum Beispiel, wir haben den Coutinho, wir haben Koza, wir haben Icon SBCs, Nalogo, da kommen auch wieder neue, Aua, Etobo, wir haben wirklich so viele gute SBCs, die auch alle nochmal 1-2 Tage, 3-4 Tage laufen und deswegen haben wir hier eine bleibend gute Nachfrage und können mit ein paar kleinen Tricks ordentlich Coins hier mitnehmen. Unser Ziel sind so ungefähr 10% Profit, 10% teurer draufstellen und du weißt ja, ich mache immer die 10 plus 10 Regel am allerliebsten, das heißt 10% im Einkauf sparen und 10% UV draufstellen, sodass wir 20% vor der EA-Steuer Gewinn machen können.
Und wie kriegen wir jetzt hier schnelle Verkäufe und die Karten wertvoller? Indem wir direkt Karten mit Positionswechsel kaufen. Chemistry Style ist egal, die Karten werden nicht gespielt, sondern für SBCs genutzt. Und ich gucke immer als erstes, was ist der Preis der Karte, zum Beispiel Insigne, sind so ungefähr 11k. Für ein LM würde er jetzt so für knapp unter 12k relativ schnell bzw. sofort weggehen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall versuchen, ihn für diese 10.750 oder ein kleines bisschen weniger versuchen zu erbieten. Die sind ja alle nur Sofortpreis. Ich würde dann eher auf Gebote gehen und dann nochmal 10% draufstellen, vielleicht so für 12.750. Das wäre am Ende so 1,5k Gewinn pro Karte. Also wirklich diese, ich sag mal 10% Gewinn pro Karte, die wir machen wollen. Und am besten geht das Einkaufen, haben wir gerade gesehen, auf jeden Fall über Gebote. Wie gesagt, eigentlich geht es hier nur auf die Positionswechsel, Chemistry Style nicht so wichtig. Trotzdem wirst du ihn mit Hunter oder so natürlich auch noch mal teurer verkaufen können, losgelöst von den SBCs. Wir nehmen nur Karten mit Top-Ligen, Top-Nationen, zum Beispiel Jack Grealish oder so, Engländer aus der Premier League umgeformt, Sané, weitere Bayern-Spieler wie Gnabry, natürlich hier rechter Flügel, rechter Mittelfeldspieler, rechter Stürmer. All das sind Kombinationen, die dann gut sind, je nachdem, was für eine SBC-Lösung da gerade gebraucht wird, welche Formation in der SBC ist. Oyarzabal, auch wieder ein Spieler, umgeformt, genauso wie natürlich Coman. Dann haben wir noch die Mittelfeldspieler wie Müller oder wie Bruno, wenn man die dann umgeformt auf ein ZM oder sogar auf ein ZDM, wie gesagt, diese 10% unterm Basispreis bekommt, dann nochmal 10% oben drauf stellen, dann ist das auch noch eine ganz gute Ergänzung für deine ÜV-Liste. Und meine absolute Favoriten, die kommen jetzt in der dritten Gruppe und das sind Spezialkarten, die aktuell nicht zu ziehen sind. In den Icon-Tausch Friendlies, eine Liga, da brauchen wir immer 8 Erstbesitzer und drumherum kann man natürlich dann sehr, sehr gut ein paar Cheap Beast einkaufen, die Ziele lösen und dann so machen. Und deswegen habe ich auf die Ligen geguckt, Serie A La Liga und auf die Premier League, die aktuell laufen. Und diese Ziele, die sind ja auch noch ein paar Tage, 14 Tage, 2 Wochen am Laufen. Das heißt, diese Karten hier auf der ÜV-Liste kannst du auch lange anbieten. Zum Beispiel hier der Jungberg, der ist gerade reingekommen als Verkauf. Du siehst jetzt hier, alle Chemistry Styles sind weg bei allen Verkäufen, das ist leider so. Aber ihn habe ich mit Hunter gekauft. Jungberg ist die erste Karte und Jungberg wollen wir nur mit Hunter kaufen. Dann wissen wir, dass wir ihn so für ungefähr 19k verkaufen können. Das heißt, wir versuchen ihn unter 17 direkt mit einem Hunter einzukaufen, denn dann haben wir wenig Profit, aber schnelle Verkäufe und das ist ganz, ganz wichtig. Mit den ganzen Lightning Rounds und Pack-Angeboten hilft es uns natürlich enorm, wenn wir nicht zu lange diese Karten halten und Verluste riskieren. Dazu nimmst du dir einfach die Karten, gehst dann direkt auf den Chemistry Style, den man da am besten nehmen kann und dann kannst du zum Beispiel sagen, du machst hier den Sofortkreis, die 17k versuchen zu snipen und was auch immer sehr, sehr gut sind, Gebote, weil einfach, es ist jetzt nicht so, dass man diese Karte investiert. Jeder weiß, ich muss den jetzt investieren, morgen kommt eine SBC und dann steigt er. Das heißt, hier laufen immer wieder Gebote aus. Hier war einer für 17k, der gleich weggeht. Und durch diese Gebote kommt man dann relativ leicht an die Karten dran. Und wie gesagt, je mehr du im Einkauf sparst, desto günstiger kannst du die anbieten, trotzdem Profit machen und desto weniger Risiko hast du. Weitere Karten sind zum Beispiel Diop. Diop auf jeden Fall nur mit einem Shadow kaufen. Mach wieder 10% Regel, 10% sparen, 10% oben drauf setzen. Dann Ivan Toney, auch ihn nur mit einem Hunter. Vielleicht findest du einen umgeformt auf ein ZOM, auf ein ZM umgeformt. Auch das natürlich nochmal ein Bonus, weil diese Positionswechsel sehr, sehr teuer sind. Dann kannst du auch solche Innenverteidiger nehmen, wie ein Minx mit Shadow. Auch ihn kann man dann vielleicht nochmal schnell ins Team holen, die Ziele machen, wieder verkaufen. Und das sind dann die Leute, denen du mit dieser ÜV-Liste diese Karten verkaufst. Du kannst auch noch gucken für die Serie A, für die La Liga, genauso wie ich es hier für die Premier League gemacht habe. Ich habe einfach geklickt, All Specials unter 20k, bin dann die Liste durchgegangen nach schnellen Spielern und dann immer gucken, was ist der beste Chemistry-Style für die Karte und damit direkt einkaufen, denn dann funktioniert die ÜV-Liste am besten. Check meinen Patreon-Discord aus, abonniere auf jeden Fall den Kanal für mehr solcher Trading- und Taktiktipps und ein wichtiger Hinweis noch, check mal dieses 250k Meta-Team aus. Das kannst du von jetzt bis zum Team of the Year durchzocken, um nicht mehr so viele Coins bis dahin mit deinen Karten zu verlieren. Denn jetzt kommt ja schon die Headliners-Promo und der Markt wird weiter sinken. Das heißt, dieses Team hilft dir, Siege zu holen und trotzdem keine Coins zu verlieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus, dein Marvin. Servus.